Herzlich willkommen zum Franconian und Western Telegramm. Wir beginnen mit den Herbstneuheiten von Märklin und Trix, die, zumindest in Teilbereichen, eine Zusammenfassung bereits bekannter Ankündigungen sind. Darunter natürlich die BR 218 des FZI Cottbus und der Railbow ICE mit Regenbogenbinde. Tatsächlich neu hingegen ist beispielsweise die Baureihe 44. Während das Original der 44 1315 in restauriertem Zustand die Besucher des Märklineums empfängt, kann das Modell jetzt schwere Erzzüge über die Modellbahnanlage ziehen. Die generalüberholte Vectron-Flotte von Märklin ergänzt ab sofort die Variante in ÖBB-Lackierung. Diese kann man beispielsweise vor farbenfrohen Containerzügen einsetzen. Der neue, in Türkis gehaltene SGNS aus Belgien passt da ganz vortrefflich dazu. Warum man selbst einen neuen 40 Fuß High-Cube-Container entwickeln musste, statt auf hervorragende Modelle, beispielsweise von PT Trains, die diese sicherlich auch mit Märklin-kompatiblen Zapfen hätten liefern können, zurückzugreifen, weiß man nur in Göppingen. Warum ein vierachsiger Containertragwagen mit einem Container einen Listenpreis von 70 € hat, auch. Freunde der amerikanischen Bahn dürfen sich über die Dampflokomotive vom Typ Northern freuen. Und zwar keine geringere als 844, die zusammen mit Big Boy 4014 im Mai 2019 Dampflok-Fans auf der ganzen Welt in Ekstase versetzte. In der Königsspur überrascht Märklin mit Moderne, suchte man die Epoche 6 bei den Göppingern doch bislang weitestgehend vergebens. Freunde der modernen Bahn mussten in Spur 1 auf Modelle anderer Hersteller, beispielsweise den Vectron von KISS, zurückgreifen. Jetzt kommt also auch hier Bewegung rein, denn mit den Lokomotiven aus der Trax-Familie streckt Märklin vorsichtig seine Fühler in Richtung der Modellbahner aus, die auch in großer Spurweite moderne Züge nachbilden möchten. Varianten der DB, BLS und Swiss Rail Traffic sind angekündigt, werden aber nur bei entsprechendem Bestelleingang auch produziert. Im Wagenbereich wartet man mit 3 Container-Tragwagen auf. Einer unbeladen, einer mit Maersk-Fracht und einer mit Woodtainern. Leider. Wer nicht direkt mit einer Spur-1-Anlage starten möchte, kann sich trotzdem an den Lokomotiven erfreuen. Märklin bringt in den Herbstneuheiten auch Präsentationsvitrinen für Lokmodelle der Königsspur. Wir bleiben bei der modernen Bahn. Die Fangemeinde der Eurodual fiebert dem Tag entgegen, an dem das Modell von Sudexpress endlich erhältlich sein wird. Doch sie müssen sich weiter gedulden. Nach einer ersten Verschiebung auf Ende September müssen die Portugiesen nun erneut vertrösten. Eine kleine Serie soll Mitte Oktober per Luftfracht in Europa eintreffen. Alle weiteren Varianten dann erst im Laufe des Dezembers, da man diese entgegen sonstiger Gepflogenheiten aufgrund von Kapazitätsengpässen auf dem Seeweg transportieren muss. Mit einer neuen Videoreihe wollen Rocco und Fleischmann den Einstieg in das hauseigene Digitalsystem rund um die Z21 erleichtern. In der ersten Folge behandelt man die Frage, ob eine digitale Lok auch auf einer analogen Anlage fahren kann und was für Änderungen notwendig sind, um von analog auf digital umzusteigen. Man untermalt das Ganze mit Hilfe von Lokomotiven aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts und ist sich dabei leider nicht zu schade, auch das völlig veraltete Rollenbild zwischen Mann und Frau aus dieser Zeit zu bedienen. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, kann ich denn meine digitale Lok auch auf meiner analogen Anlage fahren lassen? Dazu nehmen wir uns die Lok aus dem digitalen Startset und setzen sie einfach mal auf unser Gleis. Wenn wir jetzt den Fahrregler aufdrehen, sehen wir, die Lok fährt, aber es fahren halt beide Loks gleichzeitig, weil die Spannung auf beiden Schienen anliegt. In Wangen im Allgäu war man derweil über den Sommer vor allem eifrig am Pixelschubsen. Das Ergebnis kann ab sofort in Form einer neuen Noch-Homepage bewundert werden, bei der sich der redaktionelle Teil und die Shop-Funktionalität nun in einem einheitlichen, modernen Gewand präsentieren. Natürlich ist die neue Noch-Homepage auch darauf optimiert, auf allen Endgeräten vom Smartphone über das Tablet bis hin zum klassischen Desktop-Rechner ein gutes Bild abzugeben. Märchenhaft wird es hingegen bei den Neuheiten aus dem Hause Noch. Insgesamt 5 bekannte Märchen ziehen in Form von Figurengruppen in das Noch-Programm ein und ich bin mir sicher, dass bei der Auslieferung der Hahn auch bei den Bremer Stadtmusikanten dabei sein wird. Dazu passend kommt ein kleines Häuschen, das man sich durchaus als Hexenhäuschen vorstellen kann, bei Noch aber einen Wanderausflug darstellt.
Der bekannte Figuren-Adventskalender kommt dieses Jahr mit neuer Bestückung und enthält dieses Mal sogar 28 Figuren. Der Bastel-Adventskalender erscheint mit der bekannten Krippenszene natürlich ebenfalls rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit. Alle Neuheiten kann man sich auf der wie gesagt neu gestalteten Noch-Homepage anschauen, im Prospekt entdecken, das es auch online als PDF-Download gibt, oder man lässt sich in bekannter Manier von Sebastian Topp auf YouTube durch die Neuerscheinungen führen. Herzlich willkommen zur Noch-Saisonneuheiten-Präsentation hier live aus der Noch-Modellbauwelt in Wangen. Ich freue mich riesig, wir haben uns wieder sehr viele Gedanken gemacht über das Jahr, um euch ein paar schöne neue Neuheiten zur Saison zu präsentieren, die dann jetzt von Oktober bis Dezember in den Handel kommen. Und ich darf euch jetzt diese Sachen vorstellen. Das Noch-Neuheiten-Prospekt kriegt ihr bei eurem Händler oder könnt ihr euch bei uns auch auf der neuen Website www.noch.de anschauen. Die ist komplett überarbeitet für euch. Guckt da mal rein, findet ihr ganz, ganz tolle Sachen zu entdecken. Noch eifrig geschraubt wird an der neuen Lemke-Homepage. Dort grüßt lediglich ein Coming Soon den Besucher. Neuheiten gibt es trotzdem. Ganz frisch rollen neue Farbvarianten des Vectron zum Fachhändler bzw. schon direkt zum Kunden. Und da geht es international zu. Das gelb-blaue Modell der niederländischen Staatsbahnen wird flankiert vom ganz in Rot gehaltenen Vectron der dänischen Staatsbahn, dem weiß-blauen Modell der Wiener Lokalbahnen Cargo und einem Fahrzeug im klassischen Silber mit blauer Binde der Railpool. Dazwischen gemogelt hat sich in Grün der Smartron der Rheincargo. Dem Vectron sehr ähnlich ist der auffälligste optische Unterschied des Smartrons die dunkel gehaltenen Scheinwerfergläser. Technisch kommt der Smartron immer nur mit einem Länderpaket, kann also keine grenzüberschreitenden Verkehre bedienen. Änderungen an allen Modellen betreffen die Farbe der Inneneinrichtung, die jetzt dunkelgrau statt weiß ist, und das Spitzenlicht, das jetzt dem Vorbild angepasst warmweißer erstrahlt. Aus Gründen, dieses Mal leider erst im Nachgang, sei auch der Faller Livestream erwähnt, den man anlässlich der ersten Präsenzmesse seit fast 2 Jahren am 1. Oktober direkt von der Modell-Hobby-Spiel in Leipzig gesendet hat. Zum Live-Termin konnte man direkt Fragen ins Studio stellen, wie man das schon von den sehr sehenswerten Faller Insights kennt. Aber auch ohne diese Interaktionsmöglichkeit ist dieser Livestream natürlich ein Füllwerk an Informationen. Auch wenn die Präsenzmessen jetzt langsam wieder mehr werden, wäre es wünschenswert, wenn auch diese Form der Kundenkommunikation erhalten bleibt. Denn nicht für jeden ist Leipzig, Friedrichshafen oder auch Dortmund mal eben einen Tagesausflug entfernt. Leipzig ist in the books. In den nächsten Monaten stehen aber noch diverse Messen auf dem Programm, die, Stand heute, auch alle stattfinden werden. Als nächste wäre das Anfang November die Faszination Modellbau in Friedrichshafen vom 5. bis 7.11. und Mitte November dann die verschobene Intermodellbau vom 17. bis 20. Auch für das kommende Jahr sind schon erste Termine bekannt. Neben der Spielwarenmesse vom 2. bis 6. Februar, die ja aber keine Publikumsmesse ist, wäre hier die Modellleben in Erfurt zu nennen, die vom 18. bis 20. Februar ihre Zelte in der thüringischen Landeshauptstadt aufschlägt. Das war es für dieses Telegramm. Ich hoffe, es war wieder für den ein oder anderen etwas Interessantes dabei.